Hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Haben Katzen eigentlich die gleiche Trennungsangst wie Hunde, wenn ihre Hüter beispielsweise zur Arbeit gehen? Eine aktuelle Untersuchung aus Brasilien gibt interessante Antworten. Habt ihr Fragen, Ideen oder tolle Katzenaufnahmen für eine der neuen Folgen? Dann schreibt uns auf majaempfiehlt.de, findet ihr alle Kontaktinfos. Danke an Petra vom Cat Crazy Channel. Schaut unbedingt auf ihrem Kanal rein. Erreichte uns eine sehr interessante Frage. Durch die immerwährenden Infos von unserem Freund Professor Jair Schifftan haben wir auch das passende wissenschaftliche Material dazu. Danke Jair. Haben Katzen auch Trennungsängste, wie sie beispielsweise von Hunden bekannt sind? Da in den letzten Jahren ein Umdenken stattfand und sich der Zweibeiner nun auch verstärkt mit der Psyche der Katze auseinandersetzt, wurde dieser Umstand tatsächlich untersucht. Mit ganz erstaunlichen Ergebnissen. Auf der Fachplattform für wissenschaftliche Publikationen PLOS ONE wurde im April diesen Jahres ein sehr interessanter Artikel zum Thema Trennungsangst bei Katzen veröffentlicht. Demnach zeigt mehr als eine Katze von 10 Verhaltensweisen, die auf trennungsbedingte Ängste hinweisen. Das Bild der Katze, die mit Einsamkeit problemlos klarkommt, bröckelt dadurch immer mehr. Eine von 10 Katzen, das klingt nicht viel, ist aber vergleichbar mit der Häufigkeit des Auftretens von Verhaltensweisen bei Hunden, die unter Trennungsangst leiden. Doch bei Hunden treten noch zusätzliche verhaltensbedingte Probleme auf, weshalb dieser Umstand bei Katzen bisher noch keine so große Beachtung fand. Im Gegensatz zur Trennungsangst bei Katzen ist sie bei Hunden gut erforscht und häufiges Einsatzgebiet von Verhaltensforschern, Tiertrainern und Tierärzten. Die Frage, ob Katzen sich wohlfühlen, wenn sie vom menschlichen Begleiter getrennt sind, wurde bisher kaum erforscht. Doch nun findet glücklicherweise ein Umdenken statt und Forscher widmen sich nun auch dem Wohlergehen und den Gewohnheiten von Katzen. Diana de Sousa Machado und ihre Kollegen aus der Federal University of Juiz de Fora wollten ein besseres Verständnis von Trennungsproblemen bei Hauskatzen erreichen. Dabei stützten sie ihre Untersuchungen auf 2 Forschungsarbeiten, die vermuten ließen, dass es auch bei Hauskatzen Trennungsängste gibt. Nun befragten die Forscher Haustierbesitzer in Brasilien, ob sie Verhaltensprobleme festgestellt hatten. Zusätzlich wurden demografische Daten, um welche Haltungsform es sich handelt, welche Unterhaltungsangebote die Katzen hatten und weitere Faktoren erfragt. Dabei stellte sich heraus, dass 13% der Fellnasen mindestens eine Verhaltensweise zeigten, die typisch für trennungsbedingte Probleme ist. Beispielsweise sind das extreme Vokalisieren, also lautes und andauerndes Miauen, das sich bis zur Heiserkeit steigern kann, Urinieren an ungeeigneten Orten, Melancholie bzw. Apathie, Aggressivität, Aufregung oder Angst und Kotabsatz an ungeeigneten Orten. Dieses Konzept, dass Katzen sich wirklich verzweifelt fühlen können, wenn sie vom geliebten Zweibeiner getrennt werden, deutet auf ein allmähliches Umdenken der Mensch-Katze-Beziehung hin. Katzen können eine starke Bindung zu ihrem Menschen aufbauen und tun dies auch, zumindest in einigen Fällen. Sie zeigen typisches Bindungsverhalten, indem sie die Nähe ihrer Bezugsperson suchen, liebevolles Verhalten zeigen und Begrüßungsrituale durchführen. Außerdem sind sie in der Umgebung ihrer Menschen gelöster, spielen mehr, sind neugieriger, sie fühlen sich wohl und geschützt. Diese Erkenntnisse legen den Schluss nahe, dass Schnurrnasen mit starker Bindung sich wirklich elend fühlen, wenn der geliebte zweibeinige Partner nicht da ist. Durch das analoge Anwenden der Untersuchungsergebnisse bei Hunden weiß man, dass Katzen, die unter der Trennung leiden, eine übersteigerte Wiedersehensfreude zeigen, wenn ihr Zweibeiner zurückkehrt. Bei der Auswertung der Befragung wurde klar, dass viele Faktoren im Umfeld der Halter die trennungsbedingten Ängste der Fellkinder beeinflussen. Dabei sind nicht nur direkte Merkmale wie Alter und Rasse ausschlaggebend oder auch die Umgebung des Hauses bzw. die Ausgestaltung der Wohnung, sondern auch die Haltung und Pflege der Schnurrnasen. Alleingelassene Katzen waren besonders anfällig für Trennungsangst, wenn sie keinen Zugang zu Spielzeug hatten, keinen Zugang zum gesamten Haus bzw. zur Wohnung hatten, keinen Zugang von außen zum Haus bzw. zur Wohnung, keine anderen Tiere im Haus als Gesellschaft hatten, an mehr als 6 Stunden pro Tag an 5 Tagen in der Woche allein waren.
Fellnasen, bei denen diese Faktoren vorhanden waren und deren Umgebung reizvoll ausgestaltet war, zeigten eine geringere Anfälligkeit für die trennungsbedingten Probleme. Eine reizvolle Umgebung und allgemeines Wohlbefinden gehen dabei Hand in Hand und erlauben den Schnurrnasen, besser mit dem Stress des Alleinseins umzugehen. Die Untersuchung hat aber auch ihre Schwachpunkte. So ließ man sich ausschließlich auf die Schilderungen der befragten Katzenhalter ein und setzte voraus, dass sie die Gewohnheiten ihrer Fellkinder genau beobachteten und akribisch und immer korrekt berichteten. Abgesehen davon zeichnen diese Erkenntnisse ein neues Bild vom Zusammenleben Mensch und Salonlöwe und sind dadurch besonders wertvoll, trotz der kleinen Schwächen. Fazit: Katzen leiden tatsächlich unter der Trennung von ihren Zweibeinern. Ich finde es gut, dass in den letzten Jahren ein Umdenkprozess stattgefunden hat, der das Bild der Katze, die problemlos allein und auf sich gestellt gehalten werden kann, aufbricht. Daher an dieser Stelle mein Appell an euch: Bitte keine Einzelhaltung und sperrt eure Katzen nicht aus. Kommen wir zum Rätsel. Beim letzten Mal suchten wir die Nuss und die war nicht so hart für euch. Gut gemacht. Mal sehen, ob ihr das nächste Rätsel genauso gut lösen könnt. Bei trotzigen Kindern fühle ich mich wohl. Ich springe auf der Wiese und meckere wie toll. Der Kutscher fährt auf mir über Land. Wer gerne Bier trinkt, dem bin ich bekannt. Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt's uns in die Kommentare. Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir freuen uns auf euch.